Hey ho, Stars und Sternchen, was geht? Ich werde heute mal wieder dem Zufall meine Kombination für das heutige Video überlassen und nein, dafür muss ich keine 500 Container öffnen. Es gibt nämlich eine geheime Option, die werde ich euch heute zeigen. Aber wenn ihr Kombinationsvorschläge habt oder Themenvorschläge, dann lasst sie mir doch sehr gerne in den Kommentaren da. Und jetzt, ich hoffe, das bleibt unter uns. Ja? Ich habe erst kürzlich von der Existenz erfahren. Hier im Chat, den darf ich euch nicht zeigen. Sehr geheim. Gut, wir gehen in die Einstellungen, dann gehen wir auf Schlacht. Und hier habt ihr viele, viele Optionen, ihr könnt es ja sehen. Und neben dem großen Alles zurücksetzen-Button, da gibt es nämlich eine geheime Option. Und da muss man jetzt vorsichtig sein, nicht auf den Button selber klicken, sondern ein bisschen daneben. Ich weiß, ihr seht meinen Mauszeiger nicht, aber deswegen, das ist alles geheim. Und wenn ihr dann mit ein bisschen Glück diesen Punkt erwischt, dann passiert das da. Wow. Okay, bevor ihr es jetzt tatsächlich probiert, nein, das ist natürlich ein Witz. Aber das wird die Kombination für unser heutiges Video. Also lasst mich das kurz auswählen und dann können wir Spaß haben. So, wir werden uns mal jetzt hier eine Schlacht raussuchen und ich meine mal, ich könnte das immer so machen. Wenn ich gar keine Ahnung habe, was ich spielen soll, dann lasse ich wirklich einfach den Zufall entscheiden. Ja, wenn ihr tatsächlich jetzt gedacht habt für einen kurzen Moment, das gibt es wirklich, dann tut es mir leid. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht allzu übel, sondern ich konnte euch ein wenig zum Schmunzeln bringen. Ansonsten vielleicht... Wer weiß, ich meine mal, ich bin ja auch im Untergrund bekannt als der Tanky Online Nostradamus, also insofern stellt euch mal vor, nächsten Monat gibt es tatsächlich diese Option, dass du einfach wirklich komplett dem Zufall überlassen kannst, was du nimmst. Stellt euch das einfach mal vor. Das hätte schon was, aber gut, egal. So, ich hoffe, meine kleine Show-Einlage hat euch gefallen, ja? So, vielen, vielen Dank, dass ihr das alles so sportlich seht. Gut. Sehr, sehr schön. Ich bin ja kein Fan von Railgun, aber ganz ehrlich, diese Zufallskombination, die hätte auch noch deutlich schlimmer ausgehen können. Also stellt euch mal vor, vielleicht Firebird oder Mammut. Das wäre ja noch schlimmer. Also, aber zum Glück kommt ja keiner von euch auf den Gedanken, mir diese Kombination als Wunsch zu äußern. Ne? Das wäre ja auch noch. Also, ganz ehrlich, da sage ich euch, da habt ihr aber einen Platz in meinem Herzen, ne? Und im Fegefeuer. So. Okay. Gut, also mal gucken, vielleicht werden wir es ja hinbekommen, hier tatsächlich auch zu gewinnen. Belagerung ist ja jetzt nicht gerade der Modus, den viele Leute verstehen. Ich hatte vor kurzem auch ein Spiel, das war Angriff. Und boah, das ging wirklich, wirklich schrecklich ab. Also ich meine wirklich, wirklich schrecklich. Da hatte mein Team gar keine Ahnung. Also die haben es ja nicht mal versucht, ne? Ich verstehe es manchmal wirklich nicht. Also was heißt hier manchmal? Ich verstehe es meistens nicht. Wie es sein kann, dass Leute das Maximum raushaben, ja? Die haben alles voll verbessert und die wissen einfach nicht, wie man den jeweiligen Modus spielt. Warum? Was versteht ihr denn darunter nicht? Hm? Erzählt mal bitte. Das kann doch nicht euer Ernst sein. So, ich schmeiß da mal meine Granate hin. Die sollte doch hoffentlich guten Schaden machen. Naja, gut. Die waren ein bisschen zu spät unterwegs, aber ja, was soll's. Ich kann jetzt halt sowieso nur mit Railgun bedingt hier helfen. Also mehr halt natürlich aus der... Oh, schade. Mehr so aus der zweiten Reihe. Schön aus dem Hinterhalt, immer von weiter Distanz schießen und ja, hoffen, dass halt mein Team den Rest macht. Aber nee, ich verstehe es halt wirklich manchmal nicht. Da hast du halt wirklich nur Leute in deinem Team, die nichts anderes können, außer... halt auf Gegner selber zu gehen, aber keine Punkte machen, ja, also Flaggen, ich weiß nicht, das geht, manchmal geht das noch, ja, also es gibt noch Leute, die verstehen, wie Capture the Flag funktioniert, aber bei allen anderen Sachen, da fehlt es irgendwie an, an den nötigen Kapazitäten im Gehirn oder so, ich weiß es nicht, ja, aber die kriegen's halt einfach nicht hin. Und dann ist es halt schade, ja, weil du strengst dich an, aber was willst du denn großartig machen? Ja? So alleine kannst du es ja nicht aufnehmen mit den Leuten. Ne? Ja. Naja, gut, das dazu. Also ich hoffe, ihr leidet genauso wie ich unter denen. Also ich hoffe nicht, dass ihr leidet, aber ne? Wenn ich leiden muss, dann müsst ihr es auch. So. Also insofern, ja. Sehr nett von mir, ich weiß. Nee, aber
vor allem hier Belagerung. Ja, Belagerung ist halt wirklich... Danke. Belagerung ist halt wirklich so der Modus, den ich würde sagen, wenn du jetzt mal eine Umfrage starten würdest, vielleicht, Tanky Online, ihr könnt ja mal eine Umfrage starten. Ich meine, ihr wisst das ja natürlich alle, ja, aber der normale Tanky Online-Spieler wahrscheinlich nicht. Aber nee, ich glaube, wenn man jetzt tatsächlich mal so eine Umfrage starten würde, ja, wie es so aussieht, ja, weißt du, wie man diesen oder jenen Modus spielt? Und dann kommt halt Belagerung. Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich, also ohne jetzt so ein Multiple Choice, ohne so eine Auswahl, sondern wirklich einfach so ein Freitextfeld, ja? Wie spielt man Belagerung? Die wüssten es wahrscheinlich nicht, ja? 90% wüssten es nicht. Bin ich mir sicher. Wenn nicht sogar mehr, ja? Aber so wie, sag ich mal, das normale Matchmaking-Spiel für mich stattfindet, könnte es halt nur 90% mindestens sein, die das nicht verstehen. Schrecklich. So. Es kam aber auch noch, ja, eine Frage, warum zum Beispiel Hopper so ein Untersatz ist, der von Leuten verwendet, die scheinbar keine anderen Hobbys haben. Um das mal ganz provokativ zu äußern. Und, ja, was soll ich dazu großartig sagen? Oh. Bei Hopper und bei Ritter fällt das natürlich auch sehr stark auf. Das sind halt einfach so zwei Untersätze, die wirklich von Leuten genommen werden, die halt das Spiel, sag ich mal, ein bisschen zu ernst nehmen und die du halt nicht unbedingt als Gegner haben willst, ja. Weil du weißt, wenn du diese Leute siehst, ne, die meinen es ernst. Die haben keinen Spaß mehr. Die wollen dich einfach nur noch leiden sehen. Ja. Und ich stehe zu dieser Aussage. Ja, nee, aber so ist es halt. Warum? Also einmal halt die Physik der schwebenden Untersätze selber, ja, diese ist ausschlaggebend. So ein Untersatz verhält sich natürlich anders als so ein Untersatz mit Ketten, ja, allein halt schon von seiner Bewegung her. Ne? Das heißt, du kannst, also du fährst halt damit, sag ich mal, anders. Und dann natürlich halt der Overdrive selber. Ja? Der Overdrive selber, mal abgesehen halt davon, dass du halt entweder einen schnellen Untersatz hast oder halt einen mittleren Untersatz, ja, der halt dann auf seine Art und Weise seine Stärken halt hat. Ja, aber ansonsten natürlich der Overdrive, den darf man halt nicht vergessen. Du hast mit dem Hopper Overdrive natürlich die Möglichkeit, gefühlt, je nachdem, wie schnell du unterwegs bist, ja, mit der Drohne Krise zum Beispiel oder so, plus Overdrive und je nach Größe der Karte kann es halt schon gut sein, dass du dann es hinbekommst, über die halbe Karte zu fliegen. Ne? Was halt natürlich bei einem Modus wie Capture the Flag gar nicht mal so schlecht ist, wenn du halt die Flagge irgendwie bekommst und dann einfach über die halbe Map springen kannst. Ja, klar, du brauchst halt da vielleicht eine Rampe und entsprechend die Geschwindigkeit und dann musst du halt im richtigen Moment deinen Overdrive zünden und alles, das ist gar keine Frage, ja, aber wenn, dann springst du halt sehr, sehr weit und wenn du in der Luft bist, bist du halt für die Gegner auch schwer erreichbar. Kommt drauf an, natürlich, ja, aus größerer Entfernung bist du natürlich ein leichteres Ziel, ja, weil du dann getroffen werden kannst, aber wenn du es halt irgendwie schaffst, über irgendwelche Hindernisse oder sonstige Sachen zu springen und dann dich halt so gesehen in Sicherheit retten kannst, haben die Gegner halt natürlich auch Chancen, ranzukommen. Ja, der Overdrive braucht auch keine Ewigkeit, bis er aufgeladen ist. Genauso wie halt eben dann der Overdrive von Ritter. Ja, Ritter Overdrive, dem auszuweichen, ist halt nicht so einfach. Ja, wenn der jetzt halt nicht gerade irgendwie über die ganze Map seinen Eispickel schießen muss, ne, da hast du halt natürlich vielleicht noch so Chancen, dem Ganzen zu entkommen. Aber so aus näherer Entfernung sieht es halt da sehr, sehr schwer aus, dagegen etwas zu machen. Das heißt, du hast da im Grunde natürlich dann einfach einen ordentlichen Treffer, den du da kassierst oder beziehungsweise wenn du selber natürlich mit Ritter spielst, ja, den du da halt landen kannst. Also darf man das alles halt nicht außer Acht lassen. Aua. Ich gehe mal ganz kurz ein bisschen weiter weg, weil ich habe da nämlich meine Granate hingeworfen. Der Overdrive ist schnell aufgeladen, der Overdrive macht Schaden, dem auszuweichen ist halt sehr, sehr schwer. Also insofern, das spricht schon einiges für Ritter und wie gesagt, halt einfach ein schwimmender Untersatz. Ne? Ja, müsst ihr einfach mal euch genauer anschauen, wenn ihr noch nie darauf geachtet habt. Aber Paladin manchmal natürlich auch eine Option, aber Ritter ist, glaube ich,
um einiges beliebter als Paladin, wenn es darum geht. Ja, wie gesagt, der Overdrive macht halt einiges aus. Wenn du halt viele Punkte machst und den Overdrive dadurch sowieso noch schneller aufladen kannst, hast du den halt, sag ich mal, relativ oft während einer Schlacht. Und das macht sich halt schon bezahlbar. Ne? Ob du jetzt halt auf einen Gegner gehst oder auf 2 oder auf 3, also die kriegen guten Schaden, je nachdem, was du noch selber für eine Waffe hast, kann es halt sein, dass du natürlich dann auf einmal plötzlich mehrere Gegner mit einem Schuss oder halt mit einem Overdrive und einem Schuss dann halt bekommst. Ja, bei anderen Overdrives sieht es halt ein bisschen anders aus. Ne? Der von Hunter, der geht natürlich nur in deiner nahen Umgebung, ja. Den kannst du natürlich auf keinen Gegner direkt feuern. Der Overdrive von Wasp, ja, dem kannst du halt natürlich ausweichen. Also, wenn du halt schneller unterwegs bist, hast du es natürlich deutlich einfacher, in der Zeit dann weit genug wegzufahren oder dich zu verstecken. Wie gesagt, es ist so ein Mix aus einigen Sachen, warum halt diese Untersätze beliebter sind. Ja, aber trotzdem ein purer Hass, den ich empfinde, wenn ich Leute damit sehe. Ja. So, okay, wir verstecken uns hier mal. Und wir haben hinter uns Gegner. Nee, aber ja, ihr könnt es ja sehen, ne? Also du siehst halt, sag ich mal, recht wenige Leute zum Beispiel mit Mammut rumfahren, ne? Ares, genauso. Dass jetzt hier der eine oder andere Ares vielleicht hat, okay. Ne? Solche Leute gibt's immer. Aber du siehst halt sehr oft welche mit Ritter. Ja? Wenn man hier mal ganz kurz reinguckt, wie viele Leute haben wir denn da? 1, 2, 3, Moment, 2? Sehe ich 2 in unserem Team? 3, 4, 5, 6, 7. Okay, ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verzählt, aber 7 Leute haben, glaube ich, jetzt Ritter. Das ist eine gute Bilanz, würde ich sagen. Ja, im gegnerischen Team jetzt mehr als bei uns. Also ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verguckt, ne, aber ja, ich meine mal, so warum ist bei anderen Leuten zum Beispiel halt Viking beliebt? Ne? Der Overdrive von Viking braucht zwar seine Zeit, bis er aufgeladen ist, aber wenn du den Overdrive dann gut einsetzen kannst, ne, dann kann der Gegner da nicht viel machen, außer er hat halt nochmal 50% Schutz gegen dich und so weiter und so fort. Und ne, dann kann es halt natürlich sein, dass du halt trotz Overdrive da nicht viel hinbekommst. Aber so im Großen und Ganzen, es hat einen Grund, warum einige Untersätze beliebter sind als andere. Ja, genauso wie Waffen. Bei Waffen kommt es natürlich ihr wisst doch, was ich sagen will, ja? Bei den Waffen kommt es halt stark auf die Variation an, die man hat. So, ihr kennt das ganze Spielchen, ja, das muss ich jetzt hier nicht zum 50. Mal nochmal ausführen. Das machen wir noch im übernächsten Video, okay? So, damit das nicht vergessen wird. Nö, aber gut, war doch ein schönes Match, oder? Eine schöne Schlacht. Ja, finde ich auch. Hat Spaß gemacht. So, zack. Der nächste ist noch immer kein kritischer Treffer. Dann war scheinbar der erste Schuss, den ich gelandet habe, ein kritischer Treffer. Naja. Gut, passiert. Egal. Das hier wird wahrscheinlich sehr, sehr witzig. Bin ich mir sicher. Ja, auch hier. Guckt man sich das Ganze hier wieder an. Schaut mal bitte auf die ersten 4 Platzierten im gegnerischen Team. Jetzt hat sich das geändert. Ja, gut, okay. Aber jedenfalls vor ein paar Sekunden, alle 4, die oben waren, haben alle natürlich Ritter gehabt. Ne? Also, ja, Ritter wieder sehr, sehr beliebt. 1, 2, 3, 4, 5, wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe. 5 Gegner mit Ritter. Ja. Also wieder sehr, sehr schön, wie das hier die Statistik anführt. Bei uns im Team sehe ich nur einen auf den ersten Blick mit Ritter. Also, es sind immer die Gegner. Ist mal wieder so, ja, es sind immer die Gegner, die mit Ritter rumfahren. Tja, was soll man machen? Aber ja, wie gesagt, es hat einen Grund, ne? Es hat einen Grund, warum das eine oder das andere beliebter ist als irgendwas anderes. Nö, vergiss es. Du kriegst mich nicht. Ich gehe freiwillig raus. Ja, das muss ich mir nicht antun. Ich glaube, das wäre eine sehr, sehr schnelle Niederlage geworden. Genauso wie das hier. Wollen wir auch hier mal wieder reingucken? Wie sieht's denn aus mit Ritter? Oh, diesmal sieht's ein bisschen diverser aus. Interessant. Mensch. Bin ich mal richtig gelandet hier.
Aber trotzdem, eine Niederlage ist eine Niederlage, ja. Das kann ich hier trotzdem nicht umgehen. Okay. Aber gut, was soll's. Dann lasst uns mal hier noch 3 Minuten Spaß haben, bis auch dieses Spiel hier vorbei ist. Denn auch das hier werden wir nicht gewinnen können. Ach, schade. Schade, schade, schade. Na, was ist los? Wohin gehst du? Hm? Was möchtest du? Was möchtest du? Ja, das war's. Mensch, Mensch, Mensch. Ja, also hier werde ich auch nichts mehr hinbekommen, ne? Das Ding ist durch. So, und zack. Ja, der hat guten Schaden bekommen. Traut er sich nochmal raus? Ja. Wunderbar. Noch eine Flagge und dann haben die Gegner gewonnen. Ja, also wie gesagt, ne? Lasst uns hier noch 3 Minuten Spaß haben. Und dann ist auch alles wieder vorbei. Oh. Schade. Kein kritischer Treffer. Aber dafür hier ein. Sehr, sehr toll. Tja, Matchmaking, wie es sein sollte. Ich hatte gestern, ich weiß nicht, ob euch das auch mal passiert ist, aber da konnte ich meinen Augen auch nicht trauen. Ich hatte gestern eine Schlacht, also die war von Anfang an entschieden. Was da schiefgelaufen ist, ich weiß es nicht, aber in meinem Team, ich bin dann auch rausgegangen, weil ich mir dachte, nee, also das muss ich mir jetzt auch nicht mehr antun. Da bin ich rausgegangen, weil in meinem Team mit mir inklusive, waren wir 3. Wir waren 3 Leute. Gegen 7 oder 8. Ich weiß es gerade nicht. 3 gegen 7 oder 8 Leute. Ja, nicht schlecht. Also, fand ich gut. Fand ich gut. Hat Spaß gemacht. Ja, für die kurze Zeit, in der ich da drin war. Ja, egal. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen mit Railgun und mit Hunter. Dann sehen wir uns im nächsten Teil. Macht's gut oder auch besser. Rinja hauen. Ist ja klar.